Guten Morgen. Ich bin hier auf dem E-Community-Treffen 2025 in Fulda. Und jetzt gehen wir mal auf den Campingplatz. Da heißt es ja immer, auf Campingplätzen, da gibt es nicht so viele E-Autos. Ich sag mal, das ist noch nichts. Und überhaupt, jetzt gucken wir mal, wie viele E-Autos es hier auf dem Campingplatz gibt. Und dann schwenke ich schon mal leicht nach rechts und sehe dort als erstes die Thousand Lanes. Das ist der umgebaute ID.Buzz. Ähm, ja, davor ist natürlich ein blauer Tesla, in dem kann man auch schlafen. Wurde wahrscheinlich auch geschlafen. Dann habe ich gehört, in so Truckern kann man auch schlafen. Und ich gehe mal von aus, da schläft gerade einer drin. Ja, hier die Kanal Thousand Lanes. Vorher Tesla und jetzt ID.Buzz umgebaut. Wie ich sehe, mit Photovoltaik auf dem Dach. Hier Tesla, äh, der mich anguckt. Sieht sehr schön aus. Ähm, tja, dann haben wir hier einen Insta. Wo seid ihr denn? Dann haben wir hier ein Model Y, der neue. Sehr schickes Modell. Weiße Innenausstattung. Sieht toll aus. Ja, und dann haben wir hier natürlich diese kleinen Wohnwagen, die dann immer an den Elektroautos, von den Elektroautos gezogen werden. Und klein ist natürlich untertrieben, ist ein Riesenteil. Äh, Das geht beim Model X hoch bis über 2 Tonnen. Und wenn ich nachher, ich spoilere jetzt schon mal, euch den Cybertruck zeige und der kann dann bis zu 5 Tonnen Anhängelast ziehen. So, also natürlich gibt es hier auf dem Campingplatz mehrere Reihen und das ist so die erste Reihe. Und ich muss feststellen, es sind gar keine Verbrenner da, sondern es sind nur E-Autos. Ja, und man hört im Hintergrund den Hupentest, da funktioniert die Hupe. Da übt man noch, wenn man nicht einen Campingmodus anhat. So, dann gibt es hier einen, ach so, hier für nächstes Wochenende wohl E-Cannonball. Steht hier schon ein Teilnehmer. Ähm, in einem Combo-E-Auto. So, dann ist hier die nächste Reihe und da hinten die ersten Zelte. Und hier sieht man schon einen Tisch aufgebaut, vorne im Frank. Ähm, Was haben wir hier? Ein Polestar. Ach so, der Polestar ist von Blockhaus. Äh, Auch beim E-Cannonball dann wahrscheinlich zu sehen. Also nein, auf jeden Fall zu sehen. So, dann schwenke ich mal hier zum nächsten großen Wohnwagen mit Markise schon ausgefahren und Dach an einem Audi e-tron. Hier steht mein Y, hier der Highland, also das neue Model 3. Hier hinten ein Kona elektrisch. Ähm, ja, also bisher sehe ich nur E-Autos hier auf dem Camping. Model 3 oder nee, Y mit Dachzelt hinten dran und wie ich sehe aus der Schweiz. Hier ein großes Zelt hinten an die Heckklappe dran. Ja, die Kleinen sind die Größten, oder? Das ist ein, ich sag mal, Rox steht ja drauf. Hoffentlich ist es auch so. Ähm, Die Kleinen. So, dann haben wir hier wieder einen, das ist mal ein kleinerer, süßer Wohnwagen. Ähm, an einem Ioniq 5 und ich sag mal, der spielt wahrscheinlich gerade, also nein, er ist die Stromversorgung. Äh, ein Was Besonderes ist beim Ioniq, hier kann man den Strom auch rausholen und dann geht er hier übers Kabel
in den Campingwagen rein. Ist man drinnen versorgt. Ich hätte eine Powerstation, die macht das Gleiche. Es gibt's auch im Zubehörhandel für Tesla. Ja, hier gibt's sehr viele Powerstations. Hier sieht man gerade auch einen schönen Wohnwagen, aufgezogen vom Model Y. Und da hinter dem Model Y sieht man eine Powerstation zum Beispiel. Ja. Oder war es der Kühlschrank? Eins von beiden. Hier schöne Felgen auf dem Model S mit auch einem Wohnwagen hinten dran. Ja, dann noch ein Wohnwagen. Hier sieht man das müsste 'n Xpeng sein und der versorgt wohl auch, also nein, der versorgt definitiv ähm, den Strom, also den Wohnwagen mit Strom. Hier sieht man schön, dass ein Schuko-Stecker drinne steckt und er hier den Wohnwagen versorgt. Das ist toll, wenn man E-Autos hat. Da hat man nämlich seinen großen Akku mit dabei und kann so Tage oder Wochen ähm, sich selbst mit Strom versorgen, ohne Geräusche zu machen, weil diese Notstromaggregate, die früher die Camper dabei hatten, die sind einfach nur laut. Das ist nicht so toll. Ja, hier wieder ein riesen Wohnwagen, der gezogen wird von einem Elektroauto. Hier ein schöner Wohnwagen vom Elektroauto gezogen und hier auch was Besonderes. Lightstern macht Elektrocamper oder baut die um und die kann man mieten. Und das sind ja riesige Wohnmobile. Jetzt frage ich kurz mal, darf ich kurz mal reinschauen? Ja. Dankeschön. Und hier sieht man mal einen Ausbau. Das wird der Kühlschrank sein. Ach, großer Bildschirm. Bett wurde schon zusammengeklappt. Und jetzt ist es ein Arbeitsplatz. Ähm, Sehr schön gemacht und rein elektrisch. Das heißt, keine teuren Nebenkosten. Oh, eine Induktionsplatte sehe ich. Und natürlich auch die Spüle ohne Steckdose. Sehr Und gut. noch was. Was haben Sie noch? Da drin ist noch ein Klo. Oh, sehr gut. Bei Campern heißt sowas Kassette. Nee, das ist eine Trockentrenntoilette. Oh, sehr gut. Was Besonderes. Trockentrenntoilette, hat man weniger Arbeit mit, kann man in Müll entsorgen. Ähm, äh, ja, ein praktisches Behelf für die Nacht. Bei mir heißt es tragbares Urinal. Genau. Ja, und das funktioniert super. Wenn man mal nachts nicht aufstehen will und es regnet, dann ist es ein super Behelf. Hier haben wir einen Maxus, auch ein Wohnmobil, also umgebaut. Das ist ein Transporter und hinten mit großem Zelt. Hier haben wir noch einen Maxus. Hier steht natürlich noch ein ID.Buzz. Auch ein sehr schönes Auto als Camper. Was haben wir hier? Einen E-Space Tourer von Citroën. Und hier mal einen BMW mit Dachzelt. Also hier ist für jeden Bedarf was dabei. Jeder macht sich gemütlich in dem, wie er am liebsten sozusagen mal wohnt und haust. Ja, und den habe ich hier mit dem Model S, 85er Free Supercharging. Den habe ich gestern kennengelernt. Und der hat sich diese Box hier machen lassen. Und wenn er was transportiert, ist es eine Transportbox. Und wenn er drin schläft, ist es sein Wohnmobil. Auch mit ein bisschen Photovoltaik. Und hier sehen wir einen Hyundai Insta, ein neues Modell, kleiner Kompaktwagen, Parkplatzgarantie ist dabei. Ein Hyundai Ioniq, auch mit einem großen Zelt. Hier haben wir noch einen Kia, weiß ich nicht, wie das Modell heißt. Aber jetzt sehe ich hier gerade noch einen, das müsste auch ein Maxus sein, der sich ein ausklappbares Dach drauf gemacht hat.
Also, wow. Dann hat man Stehhöhe. Und da kann man dann auch, sage ich mal, wenn es regnet, sich im Auto sehr gut aufhalten, weil Stehhöhe macht schon was aus. Und hier muss man ja ungefähr gefühlte 3 Meter groß sein, um das Dach zu erreichen. Also, da ist Stehhöhe garantiert. Und zu dem kommen wir gleich. Hier steht nämlich 'n Pickup, der, ein 'n Wohnplatz, aufgeladen hat. Und ich sehe sogar mit Klimaanlage. Ja, die Teslas, die haben 'n Campingmodus, dadurch hat man's immer kühl oder im Sommer kühl und in der Nacht warm. Hallo? Und hier sieht man noch 'nen, äh, schönen Opel umgebaut, auch mit, aufklappbarem Dach für die Stehhöhe. Ja, richtig viel Auswahl hier. Hier kommen wir zum, das ist, glaube ich, wieder 'n Ford Wohnmobil und der hat sich Photovoltaik drauf gemacht. Also, der muss nie zur Ladestelle fahren. Der Ich denke mal, auch die 2 Platten, ja, ich sage mal 50 Kilometer am Tag, aber und vorne noch 'n paar flexible kleine drauf. Ähm, ja, wenn man halt mal 'ne Zeit lang steht, kann man halt wieder fahren. Also, hm, man müsste nie, Strom beziehen. Manchmal ist ja Campingstrom ja auch teuer und dann, sage ich mal, hat man hier 'ne Versorgung. Wobei neben dem teuren Campingstrom gibt es auch immer noch den günstigen Campingstrom. Hier ist, 'ne Also, ich habe schon Campingplätze erlebt mit kostenlos Strom und auch fürs E-Auto, wenn man nachfragt. Und dann kriegt man sogar noch die Karte für die Ladestation und darf auch noch mal umsonst laden. Also, ähm, es gibt da die Extreme von, sage ich mal, 85 bis zu es kostet gar nix. Oder wenn der Strom 5 € kostet, dann habe ich nachgefragt: „Darf ich auch das Auto laden?“ Und dann sagen die: „Ja, man darf auch das Auto laden.“ Ja, so, noch 'n neues Model Highland, Model 3. Morgen. Okay, dann willst du bitte Ne, umgehen, ne, das ne, soll ne, dann gern. nicht hier. Ne, ne, passt. Ich mache so und, dann passt's. Ähm, ja, Model S, Mustang, Model 3 und ja, was haben wir hier noch? Das müsste noch der Ioniq sein, ha? Ja, also viel Auswahl, für jeden was dabei, für jeden das passende Modell. Ähm, ja, und jetzt für 'n Campingplatz muss ich sagen, hier gibt's gar keine Verbrenner. Hier sind ja nur E-Auto-Camper mit unterschiedlichsten Modellen. Und, ich sage mal, die 100% sind erreicht. Hier sind sie. Das ist das Camping der Zukunft. So, und hier haben wir 'nen der hat sich wirklich 'n Lightning importiert. Also, zum Thema, ja, das geht super, Elektroautos auch zu importieren. Und das ist 'nen, Pickup Lightning mit 'nem Campingaufsatz. Funktioniert. Einwandfrei. Ja. Was haben wir hier noch? Ja, Tesla, 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 Tesla. Dann haben wir noch 'nen paar Teslas, Teslas und Teslas. Ähm, Das liegt wohl am Preis-Leistungs-Verhältnis und der sehr guten Qualität und, für mich besten Service, auch wenn man da Gegenteiliges ab und zu hört. Das kann man, wenn ich diese Masse hier sehe, ja, sagen, ist zu vernachlässigen, weil, die Teslas sind trotzdem da. Tesla, 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 Tesla. Und man meckert natürlich über die 1% schlechten Erfahrungen. Auch hier wird mal ein paar Sachen angesprochen.
Und dann kann man immer feststellen, ja, wir reden über die 1% der Fehler, aber die 99%, die gut laufen, die sind halt nicht so interessant und deshalb wird da nicht drüber gesprochen. Also hier jetzt natürlich schon, ich spreche sie alle an, die guten Sachen. So, hier haben wir wieder Tesla, 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 noch ein paar Teslas. Und das war jetzt der Campingplatz. Ich sag mal 100 ungefähr E-Autos, die hier gecampt haben. Also da habe ich schon kleinere Campingplätze gesehen oder weniger belegt. Also hier ist richtig was los. Und diese Fläche hier bleibt wohl frei für den Aufbau der Lightshow. Und wenn ihr jetzt schon mal zuschaut und dann zeige ich euch auch noch den Cybertruck und mal gucken, ob das Not a Robotaxi, also ich muss eigentlich nur sagen, Robotaxi dasteht, weil das ist natürlich auch schon in Deutschland angekommen. Das zeige ich euch auch gleich, weil es ist ein Robotaxi, nur die Genehmigung für die Software fehlt. Ah, da kommt es gerade angefangen. Kaum sage ich es. Hier mit Sicherheitsfahrer. Hier ist das Robotaxi. In Deutschland, Europa, da fährt's. Ja, und das zeige ich euch gleich mal, wurde sehr schön beklebt. Ja, hier ist die Halle, da sind Aussteller drinne für Tuning und da kommen die Vorträge und ein bisschen Photovoltaik, ein bisschen Strom habe ich hier, also Power Stations habe ich hier gesehen. Und ja, dann laufen wir doch mal quer rüber zu dem Tesla-Stand. Oh, der noch gar nicht richtig aufgebaut ist, weil wir haben hier morgens kurz vor 8. Das wird natürlich nachher noch besser aussehen. Tesla hat hier einen großen Stand, präsentiert sich sehr gut. Habe gestern dazu schon was gesehen. Ja, hier ist wieder so ein neuer Y aus Berlin, Grünheide. Und ja, dann gehen wir doch mal gleich zum Robotaxi, was ja doch ja schon fährt in Deutschland. Hier ist es zu sehen. Wenn es draufsteht, ist es ja auch drin. Und das hier muss man abdecken, weil es ist eigentlich eins. Ist ja nur eine Softwarefrage. Dieses Not steht wohl für die Genehmigung. Ja, Tesla-Fahrer und Freunde, Owners Club, macht ja auch einen Stand. So, ja, hier haben wir das Model 3 und hier haben wir das Model Y, geschützt, deshalb ist das Dach runtergefahren. Hier ist ein Photovoltaikdach. So sehen die Carports aus oder Parkplatzfläche. Die überdacht man einfach mit Photovoltaik. Und dann hat man hier einen Wechselrichter, das ist oben der kleine Kasten. Und hier ist sogar ein Speicher mit dran. Und die Ladestation. Und dann hat man noch, sag ich mal, von Octopus einen kostenlosen Smart Meter gekriegt und dann kriegt man auch noch Strom, wenn man nicht lädt. Wenn das Auto weg ist, wird man dann einfach bezahlt für den Strom, den man einspeist. Hier ist eine mobile Ladestation mit mehreren Wechselrichtern dran. Also ja, da wird ein Akku drin sein und schon kann man mehrere Fahrzeuge mitladen. Und hups, was haben wir denn hier? Ein Cybertruck. Also es ist das gleiche wie, also auch ein Pickup wie ein F150 Lightning. Und der ist hier auch offen, da kann man dann reingehen tagsüber, als wenn sie offen haben. Und hier sehe ich gerade auch noch Photovoltaik auf der mobilen Ladestation. Und
Ah, das sieht doch gut aus hier mit der Sonne im Hintergrund. Also ich finde, das ist ein ganz schickes Teil. Und gestern wurde sich unterhalten und dann kriege ich doch gar keinen Parkplatz. Ja, und dann habe ich gemeint, nee, da ist die Robotaxi-Software drauf. Also man kann dann aussteigen vor der Tür und dann parkt er sich selbst oder geht Geld verdienen. Also man braucht auch für die großen Autos gar keine Parkplätze mehr suchen, weil durch die Robotaxi-Software, die ja schon technisch gelöst ist, sie fährt ja schon in mehreren Bundesstaaten in den USA. Und da es jetzt nur noch um Genehmigungen geht, ja, das wird dauern, aber irgendwann kommt die Genehmigung und darum geht es ja. Und es ist eine Sensation, dass es technisch gelöst wurde, dass jetzt eine reine KI das Auto sicherer fährt als ein Mensch. Ja, das ist der Cybertruck. Importierte fahren schon in Europa, sind auch zugelassen mit Kennzeichen. Der offizielle Vertrieb, ich sag mal, hat noch nicht begonnen, aber dadurch, dass der Cybertruck so oft zu sehen ist, gehe ich davon aus, und es gibt auch wieder ein neues Gesetz, was jetzt dann hoffentlich verabschiedet wird, dass es ermöglicht, den Cybertruck hier genauso wie er dasteht, als Zulassung zu bekommen. Ja, mehr muss man eigentlich nicht wissen. Komm, gucken wir noch einmal rein und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Ich wünsche einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und meinen Kanal abonnieren. Also vielen Dank und bis dann.